Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr euer Deutsch verbessern wollt, abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Genau, heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen betrifft, warum es manchmal wichtig ist, allein zu sein. In dieser Folge lernst du viele nützliche Wörter und Sätze, um über Gefühle und Ruhe zu sprechen. Viele Leute denken, allein zu sein ist etwas Trauriges, aber das stimmt nicht immer. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Wenn man allein ist, heißt das nicht, dass man unglücklich ist. Manchmal ist es sogar schön. Ja, genau. Ich finde, allein zu sein kann sehr entspannend sein. Zum Beispiel, wenn ich nach der Arbeit müde bin, möchte ich einfach meine Ruhe haben. Ich mache mir einen Tee, setze mich ans Fenster und genieße die Stille. Das klingt sehr angenehm. Ich glaube, viele Menschen brauchen ab und zu Momente, in denen sie einfach nur für sich sind. In der heutigen Zeit ist immer so viel los. Arbeit, Freunde, Familie, Handy, Nachrichten. Alles ist laut und schnell. Da ist es wichtig, mal kurz Pause zu machen. Richtig. Ich merke das oft am Wochenende. Ich liebe meine Freunde, aber manchmal sage ich, heute bleibe ich zu Hause. Dann höre ich Musik, lese ein Buch oder gehe spazieren. Danach fühle ich mich ruhig und wieder voller Energie. Ich mache das auch. Besonders wenn ich viele Menschen um mich hatte, zum Beispiel nach einer großen Feier oder einem langen Arbeitstag. Ich setze mich aufs Sofa, atme tief durch und denke, jetzt ist Zeit nur für mich. Viele Menschen haben Angst, allein zu sein. Sie denken, sie verpassen etwas oder andere werden denken, dass sie keine Freunde haben. Aber ich glaube, es ist ein Zeichen von Stärke, wenn man sich allein wohlfühlen kann. Das stimmt. Ich habe früher auch gedacht, dass man immer mit anderen zusammen sein muss, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich mich besser fühle, wenn ich auch mal allein bin. Man kann seine Gedanken sortieren und einfach man selbst sein. Ja, und manchmal kommen einem gerade in der Ruhe gute Ideen. Wenn man allein spazieren geht oder einfach auf der Couch liegt, hat man plötzlich klare Gedanken. Ich finde, man versteht sich selbst besser, wenn man Zeit mit sich verbringt. Man merkt, was einem wichtig ist, was man wirklich braucht. Und man lernt, sich selbst zu mögen, auch ohne andere Menschen um sich herum. Genau. Und das hilft auch in Beziehungen oder in der Familie. Wenn man mit sich selbst zufrieden ist, kann man anderen Menschen besser begegnen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Alleinsein bedeutet nicht, dass man keine Menschen braucht. Es bedeutet nur, dass man sich selbst genug sein kann. Zumindest für eine Weile. Schön gesagt. Wenn man das versteht, hat man schon viel gelernt. Und vielleicht kann man dann das Zusammensein mit anderen noch mehr genießen, weil man die Ruhe auch kennt und schätzt. Ja, das stimmt. Ich finde, das Leben ist ein Gleichgewicht. Manchmal braucht man Menschen, manchmal Stille. Beides gehört zusammen. Weißt du, ich denke oft darüber nach, wie wichtig es ist, Zeit für sich selbst zu haben. Viele Menschen haben so viele Termine, Arbeit, Familie, Freunde und vergessen, einfach mal nichts zu tun. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, in Deutschland reden viele über das Thema Work-Life-Balance. Man soll arbeiten, aber man soll auch leben. Für mich bedeutet das, ich brauche Zeit nur für mich, ohne Stress, ohne Lärm, ohne Verpflichtungen. Ganz genau. Ich merke das, wenn ich morgens zu schnell starte. Alles geht dann schief, ich vergesse Sachen, bin nervös. Aber wenn ich mir ein paar Minuten Ruhe nehme, bevor der Tag beginnt, ist alles anders. Ich trinke meinen Kaffee in Ruhe, schaue aus dem Fenster und höre die Vögel. Das ist schön.
Ich mache das oft am Abend. Wenn der Tag vorbei ist, setze ich mich auf den Balkon, atme tief durch und denke, heute war gut. Oder auch, morgen mache ich es besser. Diese kleine Zeit gehört nur mir. Ich glaube, viele Leute haben vergessen, wie schön es ist, allein spazieren zu gehen. Ohne Handy, ohne Musik, einfach nur gehen. Man hört die Natur, sieht die Menschen, denkt über Dinge nach. Das ist wie eine kleine Meditation. Stimmt, ich gehe manchmal nach der Arbeit in den Park. Ich brauche das, um den Kopf frei zu bekommen. Dann spüre ich wieder Energie und bin entspannter. Es ist interessant, dass man in der Ruhe oft Antworten findet. Wenn man immer beschäftigt ist, hat man keine Zeit, sich zu fragen, bin ich eigentlich glücklich? Was will ich wirklich? Aber wenn man allein ist, kommen diese Gedanken automatisch. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich ständig unterwegs war. Immer Leute, immer Termine. Und irgendwann war ich einfach müde, innerlich leer. Dann habe ich gemerkt, dass ich mich selbst verloren hatte. Das ist bei vielen so. Die Menschen denken, sie müssen immer produktiv sein, aber manchmal ist Nichtstun das Beste, was man für sich tun kann. Einfach sitzen, atmen, da sein. Genau. Ich glaube, man muss wieder lernen, nichts zu machen ohne schlechtes Gewissen. In Deutschland sagen viele, ich habe keine Zeit. Aber eigentlich geht es darum, sich die Zeit zu nehmen. Das hast du schön gesagt. Zeit für sich selbst ist keine Verschwendung, sondern eine Investition. Wenn man sich gut fühlt, kann man auch besser für andere da sein. Ich finde, das merkt man auch bei Freunden. Wenn ich gestresst bin, bin ich ungeduldig. Wenn ich ruhig bin, kann ich zuhören, lachen, helfen. Das hat alles mit innerer Balance zu tun. Ja, und jeder braucht eine andere Art von Ruhe. Manche wollen einfach schlafen, andere malen, kochen oder machen Sport. Ich gehe oft joggen, das hilft mir, meinen Kopf zu sortieren. Ich mag Musik hören. Wenn ich allein bin, mache ich die Musik an und tanze manchmal einfach durch die Wohnung. Es ist egal, wie es aussieht. Es fühlt sich gut an. Das ist wunderbar. Ich glaube, das ist das Geheimnis, zu tun, was einem gut tut, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Eine Tasse Tee, ein Spaziergang, ein Bad, ein gutes Buch. Ja, und das Schöne ist, dass man sich danach oft neu fühlt, ruhig, klar motiviert. Ich glaube, das ist der Sinn der Zeit für sich selbst. Nicht egoistisch sein, sondern einfach auf sich achten. Genau, wenn man das versteht, wird das Leben leichter. Man kann die kleinen Momente genießen und sich selbst wieder spüren. Und vielleicht merkt man dann, dass man gar nicht immer so viel braucht, um glücklich zu sein. Oft reicht schon ein ruhiger Moment mit sich selbst. Weißt du, ich glaube, wenn man Zeit allein verbringt, versteht man sich selbst besser. Früher habe ich das nie ernst genommen. Ich dachte, ich kenne mich. Aber als ich wirklich Zeit mit mir selbst verbracht habe, habe ich vieles erst richtig verstanden. Ja, das kenne ich. Wenn man immer unter Menschen ist, hört man gar nicht, was man selbst denkt oder fühlt. Man passt sich an, man redet viel, aber oft vergisst man, was man selbst will. Wenn man allein ist, hört man endlich wieder die eigene Stimme. Ganz genau. Ich erinnere mich, dass ich einmal ein ganzes Wochenende allein zu Hause war. Am Anfang war mir langweilig. Aber dann habe ich angefangen, über mein Leben nachzudenken. Was macht mich glücklich? Was stresst mich? Mit wem möchte ich Zeit verbringen? Das war richtig wichtig für mich. Solche Momente sind wertvoll. Ich finde, man sollte keine Angst haben, allein zu sein. Viele denken, das bedeutet, dass man komisch ist oder keine Freunde hat. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wer allein sein kann, zeigt, dass er mit sich selbst zufrieden ist. Ja, und man lernt unabhängiger zu sein.
Früher wollte ich immer, dass andere Menschen mich glücklich machen. Heute weiß ich, dass das meine eigene Aufgabe ist. Wenn man das versteht, fühlt man sich stärker. Ich stimme dir zu. Ich habe gemerkt, dass ich ruhiger werde, wenn ich Zeit allein habe. Ich nehme Dinge nicht mehr so persönlich und ich weiß besser, was mir gut tut. Ich brauche nicht immer Bestätigung von anderen. Das ist ein schönes Gefühl. Ich glaube, man kann nur gute Beziehungen führen, wenn man sich selbst kennt. Wenn man nicht weiß, was man will, ist es schwer, ehrlich zu sein. Auch zu anderen. Ja, das ist wahr. Wenn man allein ist, kann man nachdenken, was will ich wirklich vom Leben? Wo möchte ich wohnen? Was möchte ich arbeiten? Mit wem will ich Zeit verbringen? Das sind Fragen, die man im Alltag oft vergisst. Ich finde auch, man lernt Geduld mit sich selbst. Wenn man allein ist, kann man Fehler sehen, aber auch verstehen, dass das normal ist. Man wird ehrlicher mit sich selbst. Ja, und man merkt, dass man nicht perfekt sein muss. Ich habe früher oft gedacht, ich muss alles richtig machen, immer stark sein. Aber wenn man allein ist, lernt man, dass es okay ist, auch mal schwach zu sein oder traurig. Genau. Ich glaube, das ist wahre Stärke. Sich selbst akzeptieren, auch mit Fehlern. Wenn man das schafft, wird man innerlich frei. Ich finde, allein zu sein ist wie ein Spiegel. Man sieht nicht nur das Gute, sondern auch die Seiten, die man sonst versteckt, aber das hilft zu wachsen. Das hast du schön gesagt. Ich denke, viele Menschen haben Angst vor dieser Ruhe, weil sie dann über sich nachdenken müssen. Aber eigentlich ist das etwas sehr Positives. Ja, weil man nur so herausfindet, wer man ist. Und wenn man sich selbst kennt, wird das Leben einfacher. Man macht Entscheidungen klarer, man weiß, was man will und man braucht nicht ständig Bestätigung von außen. Das stimmt. Ich glaube, wenn man mit sich selbst im Frieden ist, kann man das auch nach außen zeigen. Andere spüren das. Es macht das Leben ruhiger und ehrlicher. Und das Beste ist, dass man anfängt, das Alleinsein nicht mehr als leere Zeit zu sehen, sondern als Geschenk, eine Zeit, die einem gehört. Ja, wenn man das versteht, verändert sich alles. Dann ist das Alleinsein kein Problem mehr, sondern eine Chance. Ich denke, das Wichtigste ist, ein gutes Gleichgewicht zu finden. Allein zu sein ist schön, aber genauso schön ist es, Zeit mit anderen zu verbringen. Das Leben besteht aus beidem. Ja, das stimmt. Wenn man nur allein ist, kann man sich irgendwann einsam fühlen. Aber wenn man nie allein ist, wird es zu viel. Ich glaube, jeder Mensch braucht seine eigene Mischung. Manche Menschen brauchen mehr Ruhe, andere mehr Gesellschaft. Ich merke das oft bei mir. Nach ein paar Tagen allein freue ich mich wieder, Freunde zu sehen. Dann habe ich Lust zu reden, zu lachen, gemeinsam zu kochen. Es fühlt sich anders an, wenn man vorher Zeit für sich hatte. Man genießt es viel mehr. Ja, das kenne ich. Früher wollte ich immer viele Leute um mich haben. Heute denke ich, weniger ist oft mehr. Ein ruhiger Abend mit 2 guten Freunden ist besser als eine große Party mit 20 Leuten. Da hast du recht. Ich finde, man merkt auch, welche Menschen einem wirklich gut tun. Wenn man gelernt hat, mit sich selbst zufrieden zu sein, sucht man nicht mehr ständig Bestätigung von anderen. Man verbringt Zeit mit denen, bei denen man sich wohlfühlt. Genau. Es gibt Menschen, mit denen man stundenlang schweigen kann. Und es ist trotzdem schön. Das ist ein gutes Zeichen. Man muss nicht immer reden, um sich verbunden zu fühlen. Ja, manchmal reicht es, einfach zusammenzusitzen, einen Kaffee zu trinken, vielleicht spazieren zu gehen. Ich finde, das sind die besten Momente. Ganz natürlich, ohne Druck, ohne Theater. Ich glaube, das nennt man echtes Zusammensein. Nicht nur nebeneinander leben, sondern sich wirklich verstehen, auch ohne viele Worte.
Und das funktioniert nur, wenn man innerlich ruhig ist. Wenn man gestresst oder unzufrieden ist, kann man nicht wirklich für andere da sein. Deshalb ist es so wichtig, regelmäßig Zeit allein zu verbringen. Richtig. Viele denken, Alleinsein ist Egoismus, aber das stimmt nicht. Wenn man sich selbst gut kennt und sich um sich kümmert, hat man auch mehr Energie für andere. Man kann geben, ohne sich leer zu fühlen. Das ist ein schöner Gedanke. Ich finde, man sollte sich nicht schlecht fühlen, wenn man mal Nein sagt. Wenn man keine Lust auf Treffen hat oder einfach Ruhe braucht, ist das völlig in Ordnung. Ja, das sagen viele Deutsche auch ganz direkt. Ich brauche heute einen ruhigen Abend. Das ist normal. Niemand ist böse deswegen. Ich finde das ehrlich und gesund. Das stimmt. Ich glaube, in der Ruhe liegt viel Kraft. Wer gelernt hat, mit sich allein zufrieden zu sein, kann auch in der Gesellschaft offen und freundlich bleiben. Und das Schöne ist, dass man beides genießen kann. Man kann die Stille lieben und trotzdem Spaß mit anderen haben. Es ist kein Entweder-oder, sondern ein Und. Genau, das Leben ist wie ein Tanz, mal allein, mal zusammen. Wichtig ist, dass man im Rhythmus bleibt und auf sich hört. Ich denke, wenn man dieses Gleichgewicht findet, wird man ruhiger, glücklicher und sicherer. Dann weiß man, wann man Nähe braucht und wann Abstand gut tut. Ja, und man beginnt, die Zeit anders zu fühlen, nicht als etwas, das man füllen muss, sondern als Geschenk, Zeit mit sich, Zeit mit anderen. Beides ist wertvoll. Ich finde, das ist das Geheimnis eines zufriedenen Lebens. Wenn man das versteht, ist man nie wirklich allein, auch wenn man gerade für sich ist. Das hast du schön gesagt. Vielleicht geht es genau darum, Frieden mit sich selbst zu haben und gleichzeitig offen für andere zu bleiben. Dann ist das Leben im Gleichgewicht. Am Ende zählt nicht, wie viele Menschen um dich sind, sondern wie wohl du dich mit dir selbst fühlst. Und wenn du das kannst, wirst du in jeder Situation Ruhe und Freude finden. Abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Das Gleichgewicht. Ich versuche, ein gutes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Yoga hilft mir, mein inneres Gleichgewicht zu behalten. Die Gesellschaft. In guter Gesellschaft vergeht die Zeit immer schnell. Viele Menschen fühlen sich wohler, wenn sie in Gesellschaft sind. Die Bestätigung. Er braucht oft Bestätigung, dass er alles richtig macht. Manchmal suchen wir Bestätigung, obwohl wir sie gar nicht brauchen. Die Ruhe. Nach einem langen Tag brauche ich einfach nur Ruhe. In der Natur finde ich immer meine innere Ruhe. Zufrieden. Ich bin heute sehr zufrieden mit meinem Tag. Wenn man mit sich selbst zufrieden ist, braucht man nicht viel.